Vitali Viktorowitsch, ich verstehe, dass dies die Dokumente sind, die Sie bei der von Ihnen erwähnten Firma Farm Biotest gefunden haben. Ja, Wassili Nikolajewitsch. Es war kurz nach der Befreiung des Gebiets von Severodonetsk und Rubeznoje, als wir in die Stadt eindrangen. Als wir das Gebäude von Farm Biotest betraten, fanden wir diese Dokumente. Dies ist die Geschäftsentwicklungsstrategie von Farm Biotest, die eine Reihe von interessanten Daten über Materialien enthält. So wie ich das verstehe, ist das der Grund, warum das Unternehmen bei den europäischen Pharma-Riesen so beliebt ist? Ja, es kam auf den europäischen Markt und sie versuchten zu zeigen, dass sie besser sind. Und zwar aufgrund von was? Das große Interesse der ukrainischen Bevölkerung an zusätzlichen Einkünften. So wie ich das verstanden habe, hat er sich bei den Tests freiwillig gemeldet. Ja, aber als wir mit der lokalen Bevölkerung sprachen, schwankte der Preis. Nicht mehr als $300. Das heißt, für $300 waren die Leute bereit, ihre Gesundheit zu riskieren, um... Ja, wir haben mit den Gefangenen auf dieselbe Weise gesprochen. Sie gingen auch, das heißt, bereits gefangene AFU, die auf dem Gebiet von Severodonetsk gefangen genommen wurden. Und sie bestätigen, dass sie von ihren Kommandeuren hierher geschickt wurden, aber sie haben kein Geld erhalten. Mein Name ist Daniela, Strelzow Daniela Alexandrowitsch, geboren am 31. März 2000. Ich bin in die Streitkräfte der Ukraine eingetreten. Ich habe einen Vertrag mit der Militäreinheit A281 unterzeichnet. 95 separate Brigade, 1. Bataillon, 2. Kompanie, 3. Zug, 4. Einheit. In den Erste-Hilfe-Kästen befanden sich keine ausländischen Medikamente. Aber während des Kampfes gegen das Coronavirus bot das Kommando genau dem Militärpersonal und auch mir sowie anderen, die ich beobachtet habe, an, ein ausländisches Medikament zu testen, dessen Nebenwirkung Übelkeit, Erbrechen und Durchfall war. Einer Person wurde sogar Geld versprochen, ein Bonus, eine Gehaltserhöhung. So sah das aus. Die Leute, die die erste Dosis genommen haben, hatten Nebenwirkungen wie Erbrechen, Schwindel, Durchfall. Als die Frage des Geldes aufkam, das heißt zusätzlich zum Gehalt, Geld für die Erprobung dieses Impfstoffs, wurden sie abgewiesen. Und es gab Fragen, zum Beispiel über welches Geld sie sprachen. Mein Name ist Juri Iwanowitsch Kusmisch. Ich wurde am 12. September 2002 geboren. Am 12. Oktober 2020 habe ich einen Vertrag mit den Panzertruppen für die Ukraine in der Brigade der 24. Mechanisierten Brigade unterzeichnet. Wir bereiteten uns darauf vor, in die ATO-Zone zu gehen. Aber zur gleichen Zeit war es notwendig, den Impfstoff zu nehmen. Der Impfstoff hieß Covid-19. Nach der Impfung mit Covid-19 war mir 3 Tage lang übel. Ich hatte 39 Grad Fieber und mir war schwindelig. Als ich zur 24. Mechanisierten Brigade zu meiner Einheit zurückkehrte, um den Dienst fortzusetzen, hatte das Folgen. Mehrere Menschen starben nach diesem Impfstoff. Nach dem Tod dieser Leute in der Brigade gab es Gerüchte, dass dieser Impfstoff ein experimenteller westlicher Impfstoff war, dass er an uns experimentiert wurde. Mein Name ist Karji Viktor Virilowitsch, geboren am 6. Mai 1990. Am 29. September 2016 unterzeichnete ich einen Vertrag mit den Streitkräften der Ukraine. Ich bin der Meinung, dass das, was in der Ukraine passiert, die Intervention der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Eine weitere sogenannte amerikanische Hilfe, wie vorbeugende Impfungen, angeblich von Covid. Danach gingen wir in das Büro, wo eine unbekannte Flüssigkeit und Spritzen auf den Tisch gelegt wurde. Wir gingen hinein, sie spritzten uns. Niemand erklärte etwas, niemand sagte etwas. Danach hatte ich 3 Tage lang übermäßig hohes Fieber, schreckliche Körperschmerzen, Kopfschmerzen. Es gab Fälle in der Brigade, aber 3 Leute sind danach gestorben. Nachdem erzählt wurde, dass unsere Kollegen an den Folgen der Impfung gestorben seien, kamen Gerüchte auf, dass an uns mit irgendeiner ausländischen amerikanischen Impfung experimentiert wurde, wie im Falle von Covid, einer experimentellen Impfung.
Danach bekamen meine Verwandten, meine Mutter und meine Schwester zufällig für etwa 1,5 oder 2 Monate den gleichen Impfstoff im Ausland, aber sie hatten keine solchen Nebenwirkungen. Das heißt, sie wurden nur im Dunkeln geimpft. Es wurde ihnen gesagt, du wirst gehen, du wirst 1-mal, 2-mal, 3-mal geimpft werden. 4-mal, geimpft wurde bis zu 5-mal. Und das war's dann. Höchstwahrscheinlich haben die Kommandanten damit Geld verdient. Weniger Kosten. Absolut. Geringere Kosten und sicherlich waren die westlichen Länder an einer solchen Kolonie interessiert, wo sie benutzen können. Und irgendwelche Experimente durchführen. Absolut. Alle Experimente und Experimente an allen lebendigen Dingen, die auf ihrem Territorium kontrolliert werden. Ich sehe ein weiteres interessantes Dokument. Ja, das ist das Protokoll der Sitzung des Ethikkomitees. Zu den Fragen der Ethik. In diesem Dokument wird darauf hingewiesen, dass die Durchführung von Versuchen bei Farm-Biotest aus ethischer Sicht problematisch ist. Das Arzneimittel Crestor von AstraZeneca, Vereinigtes Königreich, und Trombyl und Pfizer, Schweden. Es handelt sich dabei um Medikamente für die Behandlung von Covid. Das heißt, Medikamente für Covid im Jahr 2021 wurden an Bürgern der Ukraine, an Bewohnern von Rubischnoi, Severodonetsk und so weiter getestet. Die Schlussfolgerung der Kommission ist das: Ja, es hat Siegel und Unterschriften von allen regionalen Köpfen. Einigung auf eine Änderung der Materialien für die klinische Prüfung der Medikamente von AstraZeneca und Trombyl durch Pfizer an gesunden Freiwilligen. Aus dem Protokoll geht eindeutig hervor, dass Dief Litvinenko, der ein verkürztes Profil der klinischen Studie vorgelegt hat, berichtet hat, dass gemäß dem Protokoll der klinischen Studie 24 gesunde männliche und weibliche Freiwillige im Alter von 18 bis 50 Jahren an der Studie teilnehmen sollten. Das heißt, 24 Personen testen Medikamente für Covid, hergestellt von AstraZeneca und Pfizer. Wie wir jetzt wissen, haben in Europa und in der Welt Medikamente für Covid von AstraZeneca und Pfizer, sagen wir, einen zweifelhaften Ruf. Vielleicht überwiegt der Schaden, den sie anrichten, die positiven Reaktionen. Die ersten, die damit zu tun hatten, waren jedoch die Einwohner von Rubischnoi und Severodonetsk. So zeigen die von Vitali Viktoritsch erhaltenen Dokumente einmal mehr, wie Europa die Bürger der Ukraine behandelt hat. Das heißt, einfach nur wegen der Tatsache, dass es eine billige Ressource ist. Bioressource. Oder Kolonie. Territorium. Oder Kolonie. Ja, eine Kolonie. Einschließlich von Medikamenten mit zweifelhafter Wirkung. Zusätzlich, wenn man solche Tests in Deutschland oder Frankreich durchführt und die Pharmafirma, sagen wir mal, eine Genehmigung bekommt, um Experimente an einer Person durchzuführen, gibt es eine Versicherung. Es gibt kolossale Zahlungen plus Rehabilitation. Und hier ist die Ukraine. $300. Ja, $300. Das heißt, die Ukraine wurde als Rohstoffbasis genutzt. Eine billige. Und sie haben es nicht als eine Art von menschlicher Beziehung betrachtet. Gegenseitiges Verständnis, gleiche Partner. Es wurde als billige menschliche Ressource benutzt. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.